Leute, heute sind wir wieder unterwegs in einem alten Bunkersystem, was schon zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs genutzt wurde und in den späteren Jahrzehnten noch Nachnutzung hatte durch Bundeswehr bzw. Ich glaube die Amerikaner hatten das auch hier genutzt. Wir wollen uns das Ganze mal anschauen und müssen zuerst ein bisschen absteigen. Bis gleich. Wir sind jetzt hier diesen Abschnitt nach unten gekommen. Das waren insgesamt 4 Teilabschnitte mit Leitern, die wir jetzt hier runtergehen mussten. Und sind jetzt praktisch hier in das System gekommen, wo hier jetzt noch eine ganz, ganz alte Drucktür ist, die schon aus der Verankerung beziehungsweise schon durchgerustet ist, aber die ist wirklich sehr schmal, also eine richtige Drucktür in dem Sinne wird es nicht sein. Und das muss halt hier damals der Notausstieg gewesen sein. Man sieht hier noch die fluoreszierende Farbe an den Seiten. Wahrscheinlich erst bei der Nachnutzung reingekommen. Ja, jetzt sind wir praktisch hier in dem System. Hier ist schon die erste Pumpe, beziehungsweise nicht Pumpe, sondern das erste Filtersystem, wo man die Frischluft in die Anlage pumpen konnte per Handbetrieb. Ja, und hier sitzt noch so ein kleines Lager. So, jetzt gehen wir mal hier so einen Seitenabschnitt weiter. Hier liegen noch alte Heizkörper. Ganz, ganz alte Dinger sind das hier. Diesen Spiralen. Ja, und hier kommen jetzt so Drucktüren wieder. Ja, die sind schon etwas breiter. Ja, das sind jetzt halt einzelne Kammern, wo jetzt hier irgendwas deponiert wurde. Ich weiß jetzt nicht, was diese nachträglichen Mauerteile jetzt hier sollen. Noch alles hier mit so Spritzbeton irgendwie ausgekleidet. Hier ist nochmal eine große Tür. Jetzt geht es hier im Prinzip weiter. Zweigt halt überall ab. Wieder so einzelne Kammern. Ja, und hier kommt man hier wahrscheinlich wieder in den Haupttrakt. Ja, ist auch wieder so eine Kammer. Auf jeden Fall gibt es hier viele lange Gänge, die so eher stollenartig anmuten. Und hier unten hat man auch an den Seiten jeweils für das Wasser, was dann doch hier irgendwo mal entsteht, so eine kleine Ablaufrinne geschaffen. Und hier ist dann so ein bisschen diese Kanalisation jetzt hier. Ja, bis jetzt macht das einen sehr großen Eindruck.
warum diese Steine hier an der Seite so dran hingen, weiß ich nicht, keine Ahnung, was das für einen Zweck hatte. Ja, da vorne ist Licht, wenn ihr das sehen könnt. Da geht's zur Straße, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt praktisch ebenerdig zur Straße. Wir sind zwar so um die 40 Meter abgestiegen, aber da ist schon ein Ausgang. Ja, diese Steine, also wer das weiß, was die jetzt hier für einen Zweck hatten, auch so komisch hier oben befestigt. Ich habe überhaupt gar keine Idee. Oder das ist jetzt irgendwas für Tiere gemacht. Dass man hier jetzt praktisch noch für Fledermäuse oder sowas. Aber nutzen die denn sowas? Keine Ahnung. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit der Taschenlampe. Raum verboten und offenes Licht verboten. Das ist jetzt eine der größeren Drucktüren. Ja, das sieht man schon. Die ist mächtig. Ein bisschen Elektrik. So Freunde, wie ihr seht, wir sind jetzt wieder draußen, haben uns jetzt die Treppen wieder hochgekämpft und ja, es war auf jeden Fall mal was anderes, außer der Einstieg jetzt über diesen Noteinstieg, der war total mega interessant. Die Anlage selber, gut, es war jetzt wie so ein Gewölbe praktisch gemacht, gab leider nicht mehr viel zu sehen, was jetzt genau eingelagert wurde oder ja, was halt im Einzelnen da passiert ist, kann man jetzt nur mutmaßen. Aber ja, war eine schöne Anlage. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.